Herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie von Stricken und Reisen mit Calypso, diesmal mit Jonathan. Wir sind 3 Wochen gemeinsam in Japan unterwegs und haben ganz viele tolle kulturelle Orte kennengelernt und auch sehr viel Natur erlebt. Wir waren auf Bergen, wir waren in Wäldern, wir waren in Tempeln und japanischen Gärten, haben viele Fahnen und Moose gesehen. Natürlich sind wir auf unserer Reise unserem Lieblingshobby, dem Stricken, nachgegangen und haben ganz tolle japanische Wolle in japanischen Wolleläden ergattert und euch dabei mitgenommen. Viel Spaß! Kyoto ist sehr berühmt für seine wunderschönen Gärten und gestern waren wir im Botanischen Garten. Da gab es einen sehr schönen Rosengarten und auch einen sehr süßen Markt. Wir hatten Glück, dass gestern Feiertag war und deswegen war im Botanischen Garten ein Markt mit ganz vielen Ständen und Kunsthandwerk. Aber zuerst erzählt euch Jonathan was zu dem Greenhouse. Genau, in dem Greenhouse gab es auch unterschiedliche Segmente, zum Beispiel tropische, aber auch sogar einen für die Alpen, deutsche Alpen. Und Kakteen gab es ganz viele. Ja. Ja, das war sehr beeindruckend. Die Pflanzen, die da waren nicht so super alt, aber es gab eine ziemlich große Bandbreite und auch wahnsinnig viele blühende Pflanzen. Das war sehr schön. Ja, und auf der großen Wiese im Botanischen Garten war eben ein kleiner Kunsthandwerkmarkt. Das war sehr schön, da konnten wir mit Japanern ins Gespräch kommen und uns schöne Sachen angucken. Und es gab auch einen richtig süßen Stand von Chi. Chi macht ihre eigenen Garne, färbt ihre eigenen Garne und da habe ich mir ein bisschen Souvenir-Wolle gekauft. 100% Wolle, handgefärbt in sehr schönen Farben. Ich habe noch keine Ahnung, was ich damit machen werde, aber das war wirklich so ein ganz spontaner Kauf, weil Chi ist, glaube ich, Anfängerin beim Färben, vielleicht nicht, aber auf jeden Fall fängt sie erst an mit ihrer Aktivität, handgefärbte Garne zu verkaufen, so wie es aussieht. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Person und da habe ich 2 verschiedene Garne gekauft. Ein Garn, was ein bisschen dicker ist und ein Garn, was ein bisschen dünner ist. Und ich habe das dann schon ein bisschen aufgewickelt. Als wir im Botanischen Garten saßen, hatte Jonathan seinen Strickzeug dabei, hat noch ein bisschen gestrickt und ich habe einfach Wolle gewickelt. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Nachmittag. Stricken im Botanischen Garten. Kyoto. Im Rosengarten. Wir haben gerade Garn gekauft. Calypso hat gerade Garn gekauft. Und da hinten spielen Leute auf Flöte, Musik im Park. Und gerade waren wir im Moostempel, das heißt Kokedera. Und das ist mehr so östlich von Kyoto, da muss man also ein bisschen mit dem Bus herausfahren. Es ist aber sehr, sehr schön. Und ja, wie fandest du denn die ganzen Moose, du als Moos-Experte? Also der Kokedera oder Sanouji-Tempel, der hat einen Teich in der Mitte angelegt, der in dem chinesischen Schriftzeichen für Herz geschrieben ist sozusagen. Und das ist ein Ort der Ruhe und Tranquility. Man steigt ein mit einem Ritual, wo wir was abgeschrieben haben, um an Buddha zu beten. Ja, das ist ein Zen-Tempel und da haben wir ein Blatt bekommen, wo wir mit einem Stift eben ein Mantra oder ein Gebet, ein buddhistisches Gebet in chinesischen Schriftzeichen, also in Kanji, nachmalen durften. Das war eigentlich eine sehr schöne Aktivität. Ja, und im Garten war ziemlich Ruhe. Es gab ganz viele unterschiedliche Moosarten. Jetzt gerade ist es ein bisschen trocken, es hat die letzten Tage nicht so viel geregnet, deswegen standen die nicht in voller Blüte, aber alles war sehr, sehr ordentlich und aufgeräumt. Es waren nicht mal Blätter auf dem Boden oder so. Und wir sind jetzt auf diesen Berg hier hochgestiegen, wo man einen schönen Ausblick hat auf die Stadt Kyoto. Also von hier aus sieht man auch den Kyoto Tower. Ich bin nicht sicher, dass die Kamera das auffängt, aber hier hat man auf jeden Fall einen coolen Blick auf die Stadt. Der Moostempel ist sehr schön, man muss ihn im Voraus reservieren. Ich fand die Moose da schon sehr schön, aber ich muss sagen, ich war wirklich viel mehr hin und weg von den Moosen, die wir in Koyasan auf dem Friedhof gesehen haben. Ich war sehr beeindruckt von den Moosen und Pflanzen, die wir auf dem Friedhof
vor dem Tempel von Kobodaishi gesehen haben. Das war wirklich super verwunschen, das war traumhaft schön und vor allem war das regnerische Wetter dazu auch ganz, ganz besonders. Deswegen empfehle ich euch, das Video über Koyasan zu sehen. Koyasan ist ein buddhistischer Ort mit buddhistischen Tempeln und da haben wir auch in einem buddhistischen Tempel übernachtet und ich lade euch ein, dieses Video zu schauen, wenn ihr ganz, ganz tolle Pflanzen sehen wollt, ganz, ganz tolle Moose, sehr schöne japanische Landschaft und auch ganz viele tolle Tempel und natürlich stricken wir auf unserem Weg immer stets. Wir sind im Kokedera. Wir sind im Moostempel. Ein Ort der Ruhe und der Liebe. Denn Weil der Teich hinter uns, der ist in der Form von dem chinesischen Schriftzeichen Herz, auf Japanisch Kokoro. Und ja, der Teich hat die Form von dem Kanji Kokoro. und drumherum sind unfassbar viele Moose. Leider ist es etwas trocken. Also sie sind ein bisschen ausgetrocknet. Und es gibt da aber alle möglichen Moose. Sternmoose, Farnmoose, Sphagnummoose und Lebermoose. Aber leider etwas ausgetrocknet. Ja, aber gleich gucken wir uns auch einen anderen Tempel an und da können wir besser filmen, weil hier muss man leise sein eigentlich. Bis gleich. Vor 2 Tagen waren wir hier mit dem Fahrrad unterwegs und es war Feiertag in Japan. Richtig viele Japaner hier, Kinder, Familien, die gefischt haben, Fische gefangen haben mit so kleinen Netzen. Und da konnte man wirklich so die Füße ins Wasser hängen. In Deutschland hätten, glaube ich, alle gebadet, wenn wir in Deutschland wären. Ja, es war wirklich traumhaft schön. Und gerade haben wir auch eine große Schildkröte, die war mindestens 50 cm groß. Auf einem Stein sitzen sehen, aber die ist dann ins Wasser gesprungen. Die habe ich leider nicht mehr mit der Kamera erwischt. Und ja, dazu will ich noch sagen, dass ich auch einigermaßen Japanisch kann, sodass ich mich auch mit Japanern verständigen kann und auch höflich sein kann und nicht die ganze Zeit mit Englisch da durchkomme, sondern wirklich alle Japaner auf Japanisch anspreche. Und das ist auch ein Zeichen von Höflichkeit, wenn man die Sprache lernt des Landes, das man besucht und sich dann auch unterhält mit den Menschen, die hier leben, auf ihrer eigenen Sprache, statt sie einfach direkt auf Englisch anzusprechen, davon auszugehen, dass sie auch Englisch können oder mit einem auf Englisch sprechen wollen. Das finde ich nämlich viel unhöflicher. Also, ja, und das Japanisch können, das öffnet auch viele Türen, weil dann kann man auch nach Geheimtipps fragen und man bekommt viel mehr Informationen und die Japaner sind auch gleich hoch begeistert und quatschen dann ganz viel mit einem und sind immer sehr interessiert. Und ja, an manchen Orten, in Tokio zum Beispiel, habe ich viel, wenn ich Japanisch gesprochen habe, dann wurde ich immer auf höflichem Japanisch angesprochen oder zurück war die Unterhaltung dann immer auf höflichem Japanisch, während zum Beispiel in Kyoto oder in den Dörfern, die wir besucht haben, ich mehr direkt auf informellem Japanisch dann Antworten bekommen habe. Ja, das ist ganz interessant. Je nach Ort und Region antworten die Japaner informell oder formell. Auf jeden Fall macht es Spaß, hier am Kamogawa entlang zu fahren mit dem Fahrrad und ich kann es nur empfehlen, in Kyoto mit dem Fahrrad zu besichtigen. Die U-Bahn ist natürlich tippitoppi und der Bus und so, aber Fahrradfahren, da ist man unabhängig und ja, man muss sich nur an den Linksverkehr ein bisschen halten und sonst fahren die Japaner eigentlich ziemlich kreuz und quer Fahrrad, ne? Ja. Die haben nicht so strenge Regeln beim Fahrradfahren wie in Deutschland. Ja, also es ist schon aufgemalt auf der Straße, wo man langfahren muss und es ist Linksverkehr und so. Aber die fahren auch auf dem Bürgersteig und ja, kein Fußgänger beschwert sich so wie in Deutschland, dass man sofort angeschrien wird, wenn man als Fahrradfahrer auf dem Bürgersteig fährt. Nee, hier kann man einfach kreuz und quer fahren als Fahrradfahrer, wie man will. Trotzdem respektieren wir den Linksverkehr und ja, Fahrradfahren macht Spaß. Fahrradfahren ist das Beste. Ja. Aber jetzt müssen wir wieder das Video aufmachen, weil da kommt so eine kleine Abfahrt. Wir haben keine Bremsen. Haha. Wir sind gerade an der Sanjo-Station. Das heißt, hier links ist die Kawaramachi Street. Richtig Downtown, wo man shoppen kann und ganz viele Läden gibt. Und ja, es ist ungefähr
10 oder 11. Wir sind heute um 5 aufgestanden, um pünktlich um 6 beim Kiyomizu-dera zu sein und den Tempel genießen zu können. Und ja, knapp 3 Stunden später war es da schon mega überfüllt. Das heißt, wir sind schon fertig mit unserem Touri-Tag und gehen jetzt essen, schlafen. Wir haben unseren Touri-Tag schon hinter uns. Riesenpfütze. Wir waren noch downtown auf der Teramachi Dori unterwegs und haben dort ein Handarbeitsgeschäft gefunden mit dem Namen Nomura Tailor House. In diesem Geschäft gab es hauptsächlich ganz viele Stoffe in sehr vielen bunten Farben und witzigen Mustern bedruckt. Da gab es auf jeden Fall eine riesige Auswahl und im Eingangsbereich gab es auch schöne Wolle, so die klassischen Marken, die man in Japan findet, wie zum Beispiel Richmore oder Amory, also eine kleine, feine Auswahl an japanischen Garnen mitten in Downtown Kyoto. Nomura Tailor House ist vor allem für Quilter ein Paradies, denn hier gibt es eine riesige Auswahl an Stoffquadraten in ganz vielen bunten Farben und mit vielen verschiedenen Mustern, zum Beispiel um eine Quiltingdecke zu nähen. Auch ist dieser Laden super geeignet, wenn man keine Zeit hat, Downtown Kyoto zu verlassen, um weitere spezialisierte Fachgeschäfte für Wolle aufzusuchen und eben sich nur Downtown aufhalten kann, ist Nomura Tailor House auch eine praktische Adresse, um ein bisschen das Herz der Strickerin glücklich zu halten und zu befriedigen. Diesmal haben wir uns keine Wolle gegönnt, sondern stattdessen ein paar Schuhe. Jonathan wollte lieber eine andere Farbe haben, aber die war leider nicht in seiner Größe verfügbar. Deshalb haben wir jetzt einfach 2 gleiche Paar Schuhe gekauft und waren ziemlich friedlich damit unterwegs. Das hat richtig Spaß gemacht, diesen Partnerlook auszuprobieren. Und dann waren wir noch im Restaurant Kamehameha. Das ist ein Restaurant, wo man Okonomiyaki essen kann. Und wir haben sogar eine vegane Variante gefunden. Da gibt es eben mehr Gemüse und super leckere Pilze. Das war wirklich super lecker, können wir auf jeden Fall empfehlen. Auch Downtown auf der Teramachi Dori. In 2 Wochen lade ich das nächste Video über Stricken in Japan hoch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne ein Like und ein Abo. Du kannst auch gerne einen Kommentar schreiben, #Stricken mit Calypso oder #Reisen mit Calypso. Ich freue mich, zusammen mit dir weitere schöne Orte zu entdecken und natürlich gemeinsam zu stricken. Ciao!